Heute geht es um die Verben mit Nominativ. Du kennst es sicher schon, alle Verben benutzen eigentlich immer ein Subjekt und das ist eine Nominativergänzung. Es gibt aber noch einige Verben, die benutzen zweimal den Nominativ. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Verben mit Nominativ, also die sogenannten Nominativergänzungen. Jedes Subjekt ist immer eine Nominativergänzung zum Verb, das kennst du schon. Aber es gibt auch noch einige Verben, die nicht nur das Subjekt im Nominativ stehen haben, sondern zusätzlich noch ein zweites Objekt auch im Nominativ nutzen. Welche das genau sind und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt mit Beispielen und meinem E-Book. Schauen wir uns als erstes nochmal 3 Beispiele für ganz normale Sätze mit einem Nominativ an. Der Mann geht mit ihr spazieren. Der Mann ist das Subjekt und hier im Nominativ, es ist Dativ und sonst gibt es kein weiteres Nomen oder Pronomen. Auch hier, wir sind mit dem Zug nach Berlin gefahren. Wir sind das Subjekt und deswegen Nominativ, alles andere ganz normal Dativ hier. Das Haus steht direkt am Strand. Das Haus ist das Subjekt und deswegen Nominativ und Strand ist auch hier ein Dativ. Das sind die ganz normalen Verwendungen des Nominativs, der Nominativergänzung, nämlich als Subjekt. Es gibt dann aber auch noch ein paar bestimmte Verben, die gleich eine doppelte Nominativergänzung nutzen, nämlich sein, werden, bleiben und heißen. Warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Der Mann ist ein Idiot. Mein Sohn wird ein Pilot. Er bleibt ein Lehrer. Am besten hältst du das Video jetzt mal ganz kurz einfach an und schaust dir diese Sätze an. Schau dir die Sätze an und überlege, was haben diese 3 Sätze gemeinsam. Wenn du das gemacht hast, dann schau jetzt weiter. Was diese Sätze gemeinsam haben, ist ganz einfach. Hier der Mann und Idiot, das ist dieselbe Person. Sohn und Pilot, das ist auch dieselbe Person. Er und Lehrer, das ist ebenfalls dieselbe Person. Wir haben hier also in allen 3 Sätzen das Subjekt und ein weiteres Nomen, aber das sind keine 2 verschiedenen Personen oder eine Person und ein Gegenstand, sondern es sind 2 Nomen, die aber dieselbe Person beschreiben, die auch das Subjekt ist. Und da das Subjekt und das Objekt hier ein und dieselbe Person sind, müssen auch beide im Nominativ benutzt werden. Also immer dann, wenn die Person, über die man hier spricht, die gleiche ist wie das Subjekt, dann muss auch beides im Nominativ benutzt werden. Für diese Verben gilt das nur, wenn hier keine Präposition dazwischen steht. Also sobald hier zum Beispiel der Mann ist am Strand steht, dann steht eine Präposition dazwischen und dann gilt das natürlich nicht mehr. Aber das kannst du auch ganz einfach testen, denn der Mann und Strand, das ist nicht dieselbe Person und derselbe Gegenstand, dementsprechend unterschiedliche Fälle. Aber der Mann und Idiot, Sohn und Pilot und er und Lehrer, das sind jeweils die gleiche Person und dementsprechend ist beides Nominativ. Und worauf du achten musst, ist neben der Präposition auch bei Verben, die mit einer Mengen-, Weiten-, Gewichts- oder Angabe genutzt werden. Dort folgt immer der Akkusativ und nicht der Nominativ.
Also ansonsten bei diesen Verben ist es zweimal Nominativ, weil man von derselben Person spricht. Aber offensichtlich, wenn man über Mengen, Weiten, Gewichts- oder Zeitangaben spricht, ist das nicht mehr dieselbe Person. Der Schrank ist 1 Meter hoch. Der Schrank ist ein alter Schrank. Hier ist es zweimal das gleiche, deswegen zweimal Nominativ. Aber der Schrank ist 1 Meter hoch. Er bleibt 1 Monat im Krankenhaus und der Tisch ist 1,80 Meter lang. Hier Meter und Monat, das ist nicht dasselbe wie Schrank. Aber Schrank und Schrank ist dasselbe. Dementsprechend da ein bisschen aufpassen. Bei allen Mengen, Weiten, Gewichts- oder Zeitangaben musst du immer den Akkusativ benutzen und ansonsten hier den Nominativ nach diesen 4 Verben. Ganz einfacher Test ist immer, ist das Subjekt dieselbe Person oder derselbe Gegenstand wie hier das zweite Nomen, das Objekt. Nachdem wir jetzt uns die Verben mit einem und die mit zweimal dem Nominativ angeschaut haben, schauen wir uns jetzt noch schnell die an, die ganz ohne Nominativ auskommen. Denn es gibt 2 Varianten, wie Sätze komplett ohne Subjekt benutzt werden. Das ist einmal der Imperativ, komm sofort nach Hause. Hier sprechen wir mit dem Subjekt und deswegen steht es nicht im Satz drin, weil wir das Subjekt direkt ansprechen und auffordern, etwas zu tun. Und im unpersönlichen Passiv, was ich dir letzte Woche erklärt habe, brauchst du das Subjekt auch nicht, denn hier im Passiv spielt das Subjekt, also die handelnde Person, keine Rolle. Deswegen kann sie weggelassen werden. Wie zum Beispiel auf den Mann wurde geschossen. Hier ist, wer geschossen hat, entweder unbekannt oder unwichtig. Und dementsprechend kann es unter bestimmten Umständen weggelassen werden. Wie das genau funktioniert, dazu gibt es ein eigenes Video, was ich dir hier auch nochmal verlinken werde in den Infokarten. So, das waren die Verben mit Nominativ. In dem morgigen Video geht es dann weiter mit den Verben im Akkusativ. Wenn du das Video erst später anschaust, findest du die Playlist auch hier oben in den Infokarten und am Ende des Videos verlinkt. Und ich würde mich auch freuen, wenn du einfach mal auf shop.easy-deutsch.de vorbeischaust, denn da findest du alle meine Premium-E-Books und Kurse. Wenn du da eins der E-Books kaufst, dann unterstützt du mich und meinen Kanal hier ganz aktiv. Und ich empfehle dir da, dir mal die Listen anzuschauen, denn dort findest du Listen mit Verben, wo du alle aufgezählt hast. Einfach alle Verben mit Nominativ, alle Verben mit Dativ, Genitiv, alle Verben mit Präpositionen. Das findest du in meiner Listensammlung, also schau einfach mal vorbei auf shop.easy-deutsch.de.